Der niederländische Hersteller Smeedveld feiert in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen und hat sich mit dem neuen Modell namens Novist erstmals auf den Caravansalon nach Düsseldorf gewagt. Auf den ersten Blick sticht einem gleich dessen 1,74 Meter breiter und 4,70 Meter langer Zeltanhänger ins Auge, in welchem sich ein sage und schreibe 2000 Liter großer Gepäckraum verbirgt, der übrigens auch in zusammengeklapptem Zustand jederzeit zugänglich ist. Der Zeltanhänger hat dadurch auch ein stattliches Eigengewicht von 480 Kilogramm und ist deshalb sowohl in einer 750 als auch 1000 Kilogramm Variante erhältlich, je nachdem, ob einem die 270 Kilogramm Zuladung ausreichen oder man doch lieber 520 Kilogramm zur Verfügung haben möchte. Ein optionaler Deichseladapter ermöglicht zudem das Anbringen von einem Fahrradträger für 2 Fahrräder auf der Deichsel, wobei es auch noch einen Basisträger für die Montage von bis zu 5 weiteren Fahrrädern auf dem Anhänger gebe. Insgesamt könnte man so also Fahrräder für eine 7-köpfige Familie mitnehmen, da auch das Zelt des Smeedveld Novist mit sämtlichen Anbauten für genauso viele Personen ausgelegt wurde. Die standardmäßig im Lieferumfang enthaltene Küche bietet mit einer Breite von 1,70 Meter ebenfalls eine fast schon gigantische Küchenablage. Darin integriert sind neben einem 3-Flammen-Gaskocher mit passendem Stauraum für die Gasflasche auch ein 57 Liter großer Kühlschrank inklusive Gefrierfach, ein Waschbecken mit Wasserhahn und entsprechendem Wasserkanister sowie mehrere ausziehbare Sunwear-Boxen für Töpfe und Geschirr. Auch 2 Steckdosen und 2 optional wählbare USB-C-Anschlüsse sind in die Arbeitsplatte integriert. Doch der eigentliche Clou des Smeedveld Novist verbirgt sich im rund 13 Quadratmeter großen Hauptzelt. Normalerweise ist bei solchen sogenannten einfachen Zeltanhängern nämlich immer eine Trittleiter nötig, um überhaupt ins Bett zu kommen. Nicht so beim Novist, denn hier wurde das 1,6 auf 2,2 Meter große Bett um 90 Grad gedreht, um links und rechts davon einen Einstieg zu ermöglichen. Dazu verfügt der Zeltanhänger auf dieser Seite über 2 zusätzliche kleine Luken in der Wand, die übrigens auch in fahrbereitem Zustand genutzt werden können, beispielsweise um die Kurbel für die Stützen aus dem Anhänger zu holen oder nach dem Abbau wieder zu verstauen. Dadurch kann man nicht nur über eine einzelne Stufe ganz einfach ins Bett steigen, sondern hat auch direkten Zugriff auf Kisten und Taschen, die man unter dem Bett im Anhänger verstaut hat. Die bequeme Matratze des Betts wird übrigens in einer eigenen Matratzenmanufaktur gefertigt und sorgt in Kombination mit dem auch in meinem Faltcaravan bewährten Frolistar Mobilbettsystem für Schlafkomfort wie zu Hause. Man kann übrigens Schlafsack, Decken und Kissen auch gleich auf dem Bett liegen lassen, wenn man eine Reise mit mehreren Zwischenstopps einplant. Wer mit mehr als 2 Personen unterwegs ist, kann zudem entweder eine zusätzliche 1,3 auf 2 Meter große Kinderschlafkabine im Hauptzelt anbringen oder am Heck des Hauptzeltes optional ein 4,4 Quadratmeter großes Anbauzelt namens Nova befestigen, welches ebenfalls für bis zu 3 Personen Platz bieten soll. Selbstverständlich lassen sich beide Varianten kombinieren, um wie eingangs des Videos erwähnt, auch eine 7-köpfige Großfamilie unterbringen zu können. Nach vorne hin lässt sich das Zelt zusätzlich, wie hier auf dem Messestand gezeigt, um ein 2,2 Meter tiefes Sonnensegel erweitern, damit man beim Kochen und Essen vor der Witterung geschützt ist. Wem dies immer noch nicht reicht, der kann ein 1,5 Meter tiefes zweites Sonnensegel davor spannen. Zudem plant Smeedveld im Frühjahr 2026 auch noch ein komplett schließbares Vorzelt für den Novist ins Sortiment aufzunehmen. Neben dem neu gedachten Einstiegssystem für das Bett ohne Leiter hat der Smeedveld Novist allerdings vor allem mit dessen Preis für staunende Gesichter gesorgt. Die 15.490 € teure Basisvariante kommt standardmäßig nämlich bereits mit Küche daher. Nur der Kühlschrank mit einem Aufpreis von knapp 1.100 € und die USB-C-Anschlüsse für rund 100 € sind noch nicht im Lieferumfang enthalten. Zudem kann man bei der Wandfarbe des Baumwollzeltes aus insgesamt 7 verschiedenen Farben wählen, was übrigens ebenfalls bereits im Preis enthalten ist. Der einzige potenzielle Nachteil, welchen ich erkennen konnte, ist, dass das Zelt konstruktionsbedingt laut Hersteller zwar auch wieder in 6 Minuten aufgebaut sein soll, jedoch fast schon zwingend nach außen hin abgespannt werden muss, wodurch die benötigte Fläche für den Aufbau auf rund 55 Quadratmeter ansteigt. Aber immerhin werden dafür erstaunlich sparsame 27 Heringe benötigt. Falls du wissen möchtest, was neben dem Novist sonst noch so alles im Rahmen des diesjährigen Caravansalons angekündigt wurde, dann kann ich dir das Übersichtsvideo hier oben empfehlen. Hier unten findest du sonst auch noch das ausführlichere Video zum ebenfalls neu angekündigten Holtcamper Astro. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und frohes Campen!